I just felt that after all the things I've been doing in this country, to try and deal with issues that I felt needed dealing with. In einem Moment großer Leidenschaft machte König Charles eine unerwartete Bitte, die Königin Camilla zu Tränen rührte, nach Jahren, in denen sie ihr Image in der Öffentlichkeit sorgfältig aufgebaut hatte, stellte Charles eine einzige Bitte, die alles veränderte. Was war an Camillas letztem Wunsch, der sie so tief bewegt hat? Begleiten Sie uns, wenn wir die tiefgründige Geschichte hinter dieser rührenden Begegnung aufdecken. Die Beziehung zwischen König Charles und Prinzessin Anne. Als König Charles durch seine Verantwortung belastet wurde, suchte er Trost bei Prinzessin Anne, seiner Lebensgefährtin. Ihr Bündnis begann in den Kinderschuhen auf Balmoral und hat sich zu einer tiefen, vertrauensvollen Partnerschaft entwickelt, die auf gemeinsamen Erfahrungen beruht. In schwierigen Zeiten als Monarch verließ sich König Charles eher auf die Unterstützung von Prinzessin Anne als auf seine Söhne oder seine Frau. Einem ehemaligen Mitglied des Königshauses zufolge hatten Prinz Charles und Prinzessin Anne als Geschwister eine besondere Affinität, da sie in der königlichen Familie aufwuchsen. Während andere Royals vor formellen Verpflichtungen zurückschreckten, nahm Anne ihre Verantwortung mit ganzem Herzen an. Ihre ausgezeichnete Arbeitsmoral und ihr anspruchsvoller Zeitplan zeigen, dass sie sich ähnlich wie ihr Bruder Charles der Pflicht verschrieben hat. Beobachter stellten fest, dass Anne sich kontinuierlich für die Monarchie engagierte und jedes Jahr an verschiedenen Veranstaltungen teilnahm, ohne die Aufmerksamkeit zu suchen. Ihr Engagement für ihre Karriere schien die Ansichten des Königs über den öffentlichen Dienst widerzuspiegeln. Trotz persönlicher Schwierigkeiten und öffentlicher Kritik soll ihr gemeinsames Engagement für die königliche Familie ihre Beziehung im Laufe der Zeit gestärkt haben. Annes Ehrlichkeit war entscheidend für die Stärkung ihrer Beziehung zu Charles. Im Gegensatz zu anderen hielt sie sich nicht zurück, ihre Meinung zu äußern, selbst wenn sie dem König etwas sagen musste, was er nicht hören wollte. Aus dem Umfeld des Palastes wurde berichtet, dass Charles ihre Offenheit schätzte und ihren Rat häufig ernst nahm. Auch familiäre Belange spielten eine Rolle. Als Charles und seine Söhne sich nicht einig waren, schaltete sich Anne als Vermittlerin ein. Ihr Rat half beiden Parteien, einander besser zu verstehen. Als der König mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und über die Zukunft der Monarchie nachdachte, wurde Annes Rolle immer wichtiger. Sie wurde zu einer der wenigen Personen, denen er Vertrauen und auf die er sich verlassen konnte. Auch wenn Königin Camilla ihre Hilfe anbot, war man der Ansicht, dass nur Anne die Komplexität der königlichen Pflichten wirklich verstand. Da Anne mit den gleichen Verpflichtungen aufgewachsen war, hatte sie eine einzigartige Verbindung zum König. Ihre Freundschaft gab ihm Kraft und ihre Loyalität erlaubte es ihm, sich ihr ohne Vorbehalt anzuvertrauen. Aber in welcher Notlage befand sich der Monarch, die ihn veranlasste, seine letzte Bitte an seine Schwester zu richten? Der stille Krieg der Krone. Die britische Monarchie, die im Laufe ihrer Geschichte zahlreiche Hindernisse zu überwinden hatte, hat in jüngster Zeit ein schreckliches Jahr hinter sich. Anfang 2024 wurde festgestellt, dass König Karl X. an Krebs erkrankt war. Vor mehr als einem Jahr erklärte Paris zunächst, der König habe eine ausgeschlagene Prostata. Dan, während er daran arbeitete, wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Diese Nachricht verblüffte die Öffentlichkeit, da sich die Menschen nach der langen Regentschaft von Königin Elisabeth noch an seine Autorität gewöhnen mussten. Mit 76 Jahren hatte Monarch Charles länger als jeder andere in der britischen Geschichte darauf gewartet, Monarch zu werden. Und nun hatte er mit einem persönlichen Konflikt zu kämpfen, während er sich an seine Pflichten als Monarch gewöhnte. Nach der Ankündigung von König Charles erklärte Catherine, Prinzessin von Wales, dass auch sie an Krebs erkrankt sei. Bei der Nachuntersuchung wurde jedoch ein bösartiger Tumor festgestellt. Daraufhin riet mir mein medizinisches Personal, eine prophylaktische Chemotherapie zu beginnen. Und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung. Diese Enthüllung hat viele Menschen auf der ganzen Welt erschüttert, die in Catherine einen Leuchtturm der modernen Stabilität innerhalb der königlichen Familie sahen. Da sie 3 kleine Kinder hat, beschloss sie, eine Pause von öffentlichen Auftritten einzulegen, um sich auf ihre Therapie zu konzentrieren. Ihre Abwesenheit beeinträchtigte das öffentliche Bild der königlichen Familie und viele Menschen vermissten ihre beruhigende Anwesenheit. Die Verantwortung für die Pflege des öffentlichen Images der königlichen Familie wurde auf viele Personen verteilt. Prinzessin Anne und Königin Camilla werden zunehmend in kritischen Positionen aktiv.
Prinzessin Anne, die bereits als das treueste Mitglied der Familie galt, übernahm zusätzliche offizielle Verpflichtungen. Königin Camilla, die zuvor von vielen verunglimpft worden war, bekundete plötzlich große Unterstützung für ihren Ehemann und die Monarchie und erlangte so neue Bedeutung. Sie vollzog eine verblüffende Wandlung von einer verachteten zu einer wichtigen Person in einem Moment der Krise. In der Zwischenzeit musste Prinz William seine wachsenden königlichen Verpflichtungen mit seiner Verantwortung als Ehemann und Elternteil in Einklang bringen. Dies geschah in einer schwierigen Zeit für seine Familie. Menschen, die die königliche Familie gut kannten, sagten, dass er unter großem Druck stand. Es kursierten Gerüchte über mögliche Veränderungen in der königlichen Hierarchie, die darauf hindeuteten, dass sich die Dinge in Zukunft ändern könnten. Hinter den Pforten des Buckingham-Palastes wurde der Kampf von König Charles privat und abseits seiner üblichen königlichen Pflichten geführt. Aus seinem Umfeld war zu hören, dass seine Krebsbehandlung intensiv war und wöchentliche Krankenhausbesuche und Erholungsphasen beinhaltete. Anfangs weigerte er sich, die Arbeit zu verlangsamen, da er der Meinung war, dass Ausruhen Schwäche zeige. Die Palastbeamten betrachteten seine Unfähigkeit, sich auszuruhen, als sein größtes Hindernis. Schließlich erkannte er, dass es ein Zeichen von Stärke war, sich Zeit für die Heilung zu nehmen, und dass dies notwendig war, um das Kommende zu bewältigen. Trotz des Rates der Ärzte, seine öffentlichen Auftritte einzuschränken, war König Karl entschlossen, seine wichtigen verfassungsrechtlichen Aufgaben zu erfüllen. Er traf sich weiterhin mit Premierministern und Diplomaten, unterzeichnete wichtige Staatsdokumente und ließ sich über die Aktivitäten der Regierung informieren. Selbst wenn es ihm schlecht ging, ließ er es sich nicht nehmen, die roten Kisten mit den behördlichen Papieren durchzusehen und bewies damit, dass er seine Aufgaben trotz seiner körperlichen Einschränkungen mit großem Engagement erfüllte. Trotz des sorgfältig vorbereiteten öffentlichen Bildes sahen viele, die dem Monarchen nahe standen, Momente, in denen er verletzlicher wirkte. So erinnert sich ein Zeuge, dass König Karl nach einer schwierigen Therapiewoche müde auf seinem Schreibtisch lag. In diesem Moment wirkte er weniger wie ein Monarch als vielmehr wie ein Mann, der sich mit seiner Sterblichkeit auseinandersetzt. Später am Tag war der Monarch in der Lage, ein diplomatisches Treffen zu veranstalten und wirkte trotz offensichtlicher Symptome des Unwohlseins gelassen. Königin Camilla stand ihm während dieser schrecklichen Zeit zur Seite und passte sogar ihren Zeitplan an, um während der Behandlungen bei ihm zu sein. Königin Camilla ist abgereist. Natürlich muss sie sich um die Genesung ihres Mannes kümmern und gleichzeitig ihren königlichen Verpflichtungen nachkommen. Nahestehenden Quellen zufolge äußerte der König bei privaten Krankenhausbesuchen Befürchtungen über die Zukunft der Monarchie, was das Gewicht der Krone verdeutlicht. Die königliche Familie musste sich mit schwierigen Fragen bezüglich des Erbes und der Nachfolge der Monarchie auseinandersetzen, was sie bisher vermieden hatte. Aber wie hat sich die Nachricht auf William ausgewirkt? Glauben Sie, dass er mit dem Druck umgehen kann? Prinz Williams Aufstieg zur Führungspersönlichkeit. Als sich der Gesundheitszustand von König Charles verschlechterte, begannen die Menschen, Prinz William mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sie bemerkten, dass er mehr Verantwortung übernahm und sich stärker in der königlichen Familie engagierte. Viele hatten das Gefühl, dass er mehr als nur der Nächste in der Thronfolge war. Er verhielt sich bereits wie ein zukünftiger König. Aus Kreisen der königlichen Familie verlautet, dass Prinz William mehr Aufgaben übernommen hat, seit König Charles seine öffentlichen Auftritte reduziert hat. Bei diesen eleganten Zusammenkünften übernehmen William und natürlich die Prinzessin von Wales die königlichen Aufgaben. William wird also mehr von den täglichen Aufgaben seines Vaters übernehmen. Er begann, an wichtigen staatlichen Veranstaltungen teilzunehmen, den Vorsitz bei wichtigen Treffen zu führen und die Krone bei zahlreichen nationalen und internationalen Zusammenkünften zu vertreten. Seine Position wird immer sichtbarer und einflussreicher. Insider sagten außerdem, dass er jetzt privat kritische Entscheidungen trifft, die früher vom Monarchen persönlich getroffen wurden. Seine Mitarbeiter beschrieben ihn als ruhig, geradlinig und analytisch in seinem Vorgehen. Prinz William zeichnete sich dadurch aus, dass er die Reaktionen der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgte und sein Verhalten an die sich ändernden Erwartungen der Gesellschaft anpasste. Er bemühte sich bewusst darum, regelmäßig lokale Gebiete zu besuchen, sich die Sorgen der Menschen anzuhören und die Monarchie für die einfachen Menschen relevant zu halten. Viele Mitglieder der königlichen Familie waren fasziniert von seiner Fähigkeit, Tradition mit modernem Flair zu verbinden.
Nach Angaben von Palastbeamten hat William begonnen, große königliche Veranstaltungen, Wohltätigkeitsinitiativen und offizielle Reisen vorzubereiten. Diese Aktivitäten wurden traditionell vom König durchgeführt. Aber nachdem Charles zur Seite getreten war, übernahm William mutig die Verantwortung. Er hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, mit Stress umzugehen, heikle Themen anzusprechen und Menschen in unsicheren Zeiten zusammenzubringen. Beobachter bemerkten einen Wandel im öffentlichen Bild von Prinz William. Er wurde nicht mehr nur als königlicher Titel oder als unterstützender Sohn angesehen, sondern als eigenständige Führungspersönlichkeit. Die Menschen reagierten herzlich auf ihn und seine Worte und Taten wurden beobachtet. Reporter im Palast betonten sein gestiegenes Vertrauen in zukünftige Pläne. Nach Aussagen von Personen, die wissen, wie Paläste funktionieren, hat William eine größere Rolle bei den Verhandlungen mit der Regierung übernommen. Es war ihm nun gestattet, offizielle Informationen zu erhalten und sich mit wichtigen politischen Persönlichkeiten zu treffen. Obwohl er noch nicht König war, wurde er bereits mit der gleichen Ehrfurcht betrachtet. Insgeheim war er zu einem wichtigen Element in der Führung der königlichen Familie geworden. Auch seine Familie spielte eine wichtige Rolle in diesem neuen Kapitel. Das Königspaar, einschließlich Prinzessin Catherine, gab ein starkes und stabiles Bild für die Zukunft ab. Ihre Zusammenarbeit, ihr Auftreten in der Öffentlichkeit und ihre Hingabe an die Pflicht gaben dem Volk in schwierigen Zeiten Hoffnung. Vielen gefiel, wie sie ihre Verpflichtungen unter einen Hut brachten und gleichzeitig ihre Kinder aus dem Rampenlicht hielten. Prinz William begann, sich in vielen Bereichen wie ein König zu verhalten. Die Menschen innerhalb und außerhalb des Palastes waren der Meinung, dass er seine Rolle mit Anmut und Stärke ausfüllte. Er respektierte die historischen Traditionen und bereitete sich gleichzeitig darauf vor, die Monarchie auf einen neuen Weg zu führen. Auch wenn König Karl seinen Titel behielt, hatten die Aktivitäten und die Führungsrolle von Prinz William bereits einen bedeutenden Einfluss auf die Gegenwart und Zukunft der Krone. Was wollte König Charles mit dem Thron und warum war Camilla in Tränen aufgelöst? Karl hat einen geheimen Plan für die Krone. Es geschah an einem regnerischen Dienstagnachmittag auf Schloss Windsor, in einem abgelegenen Salon, in dem die königliche Familie seit langem private Gespräche führt. Die Stimmung war angespannt. Und der Regen fiel langsam auf die antiken Glasfenster. Unerwartet erschien Prinzessin Anne in ihrem bekannten Land Rover und fuhr über die Pfützen des Hofes. Die Angestellten erhaschten einen Blick auf ihr Gesicht durch die Glasscheibe und sahen ihre entschlossene Haltung. Sie kannten diesen Gesichtsausdruck und wussten, dass er bedeutete, dass etwas Wichtiges geschehen würde. Als Anne das Gemach betrat, war Königin Camilla allein und blätterte in der Nähe des Fensters in persönlichen Briefen. Die Dienerschaft kündigte ihr Kommen nicht an, und es gab keine Formalitäten, da nur die dem König Nahestehenden dazu berechtigt waren. Annes subtiles Eintreten sprach Bände. Sie hatte die Entscheidung getroffen. Camilla Suzanne, ohne darüber nachzudenken. Diese Entscheidung folgte auf eine schwierige medizinische Konsultation mit Charles, die alles veränderte. Anne saß vor Camilla auf 2 alten Stühlen, die schon bei mehreren königlichen Treffen benutzt worden waren. Sie übermittelte leise eine Nachricht ihres Bruders, der beschlossen hatte, zu teilen. Die Prinzessin übermittelte die Botschaft unverblümt, ohne ihre Worte zu beschönigen. Ihre Begegnung dauerte kaum 20 Minuten, aber die Menschen im Schloss spürten die Auswirkungen noch lange. Später betrat ein Dienstmädchen, das einer Königin assistiert, das Gemach mit Tee und sah Camilla ruhig dasitzen und sich mit einem Taschentuch mit ihren Initialen die Augen abwischen. Anne stand in der Nähe des Fensters und blickte eher nach draußen als nach drinnen. Die Atmosphäre veränderte sich zusehends. Die Mitarbeiterin sah, dass die Königin anscheinend unerwartet etwas verloren hatte. Es war nicht einfach nur ein Gespräch. Es war ein Moment, der das Schicksal der königlichen Familie verändern würde. König Charles und Anne führten ein offenes Gespräch in seinem persönlichen Büro in Highgrove, das mit Aquarellen und Familienporträts aus vielen Jahren geschmückt war. Er äußerte den Wunsch, dass William noch zu seinen Lebzeiten die Führung übernehmen sollte. Es ging um mehr als nur eine Auszeit oder die Auslagerung kleinerer Aufgaben. Es war eine viel größere Entscheidung. Charles schlug Berichten zufolge ein Regentschaftsabkommen vor, bei dem Prinz William als König dienen würde, während Charles den Titel behielt. Dieses Ansinnen hatte schwerwiegende Folgen, da Großbritannien seit fast 200 Jahren, seit König Georg III., während einer Krise, kein derartiges Arrangement mehr erlebt hatte. Karls Plädoyer kam jedoch aus einer Position der Klarheit, nicht des Unverständnisses. Man nimmt an,
dass er begriffen hat, dass die Monarchie mehr als nur die Aufrechterhaltung alter Traditionen erfordert. Sie benötigte Lebendigkeit, Orientierung und eine Verbindung zur modernen Welt, die nur die jüngere Generation bieten konnte. Obwohl er mehr als 7 Jahrzehnte darauf gewartet hatte, König zu werden, war Karl bereit, die Zukunft über seinen Ruhm zu stellen. Es ging nicht darum, die Monarchie abzugeben, sondern um einen gründlichen und friedlichen Übergang der Autorität. Es handelte sich um einen einzigartigen Übergang, der sowohl die königliche Familie als auch die Institution schützen sollte. Diese Entscheidung, die diskret und in aller Stille getroffen wurde, sollte Einfluss auf die gesamte königliche Familie haben. Sie unterstrich das Engagement von Charles, der Familie zu dienen und ihren langfristigen Erfolg zu sichern. Charles war der Meinung, dass William bereit war und dass es an der Zeit war, ihn in seiner Entwicklung zu unterstützen, anstatt ihn unter Druck zu setzen. Prinzessin Anne übermittelte die Botschaft mit Anmut und bewies damit ihre Hingabe und Stärke. Als Königin Camilla die Botschaft zum ersten Mal hörte, spürte sie, dass sich ein Wandel anbahnte. Königin Camilla reagierte mit Tränen. An einem regnerischen Dienstag besuchte Prinzessin Anne plötzlich den Salon von Schloss Windsor. Das Gespräch, das dort stattfand, sollte weitreichende Folgen für die Zukunft der königlichen Familie haben. Königin Camilla war allein in ihrem Zimmer und las geheime Korrespondenz, als Anne unerwartet eintrat. Annes überraschendes Erscheinen signalisierte der Besatzung, dass etwas Wichtiges geschehen war. Anne war vor kurzem von einem schwierigen Treffen mit König Karl zurückgekehrt. Sie war nicht gekommen, um zu trösten, sondern um unerwartete Neuigkeiten zu überbringen. Charles hatte sie gebeten, zuerst Camilla zu informieren, da er wusste, dass dies ein Schock sein würde. Anne teilte Camilla mit, dass der König entschieden habe, dass Prinz William größere königliche Aufgaben übernehmen solle, während Charles seinen Titel als König beibehalten würde. Diese Entscheidung war nicht nur eine Show. Es deutete auf eine subtile, aber bedeutsame Machtverschiebung hin, die nach Ansicht der Monarchin entscheidend für die Zukunft war. Eine Hofdame verriet später, dass sie kurz nach der Rede den Raum betrat und Camilla sah, wie sie sich die Hand vor den Mund hielt und ihr die Tränen über das Gesicht liefen. Die Tränen flossen nicht nur aus Trauer, sondern auch aus einer Flut von Emotionen. Camilla hatte Charles viele Jahre lang unterstützt, trotz öffentlicher Kritik. Ihr Herz sank, als sie erfuhr, dass ihre gemeinsame Regentschaft begrenzt sein würde. Camilla murmelte innerhalb der Mauern immer wieder dieselben Worte und beklagte, dass der Mann, der sein ganzes Leben darauf gewartet hatte, König zu werden, den Thron plötzlich verlassen würde, gerade als er bereit war, ihn zu besteigen. Es war eine schmerzhafte und düstere Zeit. Camilla war sich der Last der Pflicht bewusst, die ihr auferlegt worden war. Obwohl sie in der Öffentlichkeit ruhig wirkte, war Camilla dafür bekannt, dass sie in den Tagen danach privat weinte. Menschen, die ihr nahe standen, erklärten, sie habe sich freiwillig bereit erklärt, zusätzliche Arbeit zu leisten, obwohl sie wusste, dass dies nichts ändern würde. Sie brach jedoch nicht zusammen. Aus dem Umfeld des Palastes verlautete, Camilla habe Gespräche mit Verfassungsexperten aufgenommen, um herauszufinden, wie sich ihr Status ändern könnte. Sie war nicht mehr nur eine unterstützende Ehefrau. Sie war zum Bindeglied zwischen einem abtretenden Monarchen und einem Prinzen geworden, der sich auf die Nachfolge vorbereitete. Laut einem mit der königlichen Familie vertrauten Historiker trug Camilla maßgeblich dazu bei, 3 Generationen eng zusammenzuhalten und zu vereinen. Sie begann, mehr in der Öffentlichkeit aufzutreten und bemühte sich, für Charles während seiner Behandlung da zu sein. Camilla begann, Catherine hinter den Kulissen zu betreuen, da sie wusste, dass ihre Schwiegertochter bald neue Aufgaben übernehmen würde. Die Prinzessin von Wales, die sich derzeit im Urlaub befindet, wird in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen als gedacht. Camilla sah dies voraus und begann, heimlich Hilfe anzubieten, ohne dies öffentlich zu machen. Einem engen Freund des Königspaares zufolge war Camilla von der Entwicklung der Ereignisse überrascht, wollte aber unbedingt das Image von Charles schützen. Ihre Loyalität entwickelte sich zu einem Engagement für die Zukunft der Monarchie. Aber glauben Sie, dass Prinz William für diese Rolle geeignet ist? Sehen Sie weiter, um mehr zu erfahren. Prinz Williams Engagement, anderen zu helfen. Prinz William verstand schon früh, dass die Zugehörigkeit zum britischen Königshaus mehr bedeutet als nur die Teilnahme an schicken Veranstaltungen und das Tragen eines schicken Titels. Er wusste,
dass er als ältester Sohn von König Charles III. Und der verstorbenen Prinzessin Diana eine wichtige Aufgabe hatte, die über das Aussehen hinausging. William nahm diese Rolle ernst, indem er ruhig und bewusst versuchte, im Leben der Menschen etwas Gutes zu bewirken, nicht nur als Prinz, sondern als liebevoller Mensch. William hatte nicht das extravagante öffentliche Image, das man gemeinhin mit Königen verbindet. Stattdessen war er für seine Bescheidenheit und Freundlichkeit bekannt. Menschen, die ihn gut kannten, beschrieben ihn als einen großartigen Zuhörer, der sinnvolle Taten über große Gesten stellte. Als Erwachsener widmete er sich Projekten, von denen er glaubte, dass sie einen positiven und langfristigen Einfluss haben würden. Seine wohltätigen Aktivitäten konzentrierten sich auf wichtige Themen wie geistige Gesundheit, Obdachlosigkeit, Umweltschutz und Tierschutz. William war der Meinung, dass seine privilegierte Stellung dazu genutzt werden sollte, anderen zu helfen und die Gesellschaft zu verbessern. Schon in jungen Jahren hatte Prinz William ein großes Interesse an der Unterstützung von Obdachlosen, ein Thema, das ihm persönlich sehr wichtig war und auch in seinem öffentlichen Leben eine große Rolle spielte. Freunde und Mitarbeiter erklärten, dass er sich schon als Kind Gedanken über die Schwierigkeiten von Menschen ohne Wohnung gemacht habe. Er wollte nicht nur aus der Ferne helfen, sondern besuchte Obdachlosenheime und verbrachte Zeit mit den Leidenden. Wenn man Zeuge von etwas Schrecklichem wird, ist es normal, dass es einen beeinflusst. Wir sind alle Menschen, wir haben alle Gefühle und wir sollten uns nicht schämen, wenn wir traurig, deprimiert oder besorgt sind über das, was wir sehen oder tun. Seine Arbeit mit Centerpoint, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Unterstützung junger Obdachloser verschrieben hat, war ihm ein wichtiges Anliegen. Während seiner Reisen beteiligte er sich aktiv an Aktivitäten wie der Zubereitung von Mahlzeiten in den Küchen der Unterkünfte und begleitete die Sozialarbeiter bei nächtlichen Besuchen von Menschen, die auf der Straße schlafen. Diejenigen, die ihn bei diesen Gelegenheiten erlebten, erkannten sein echtes Interesse und seine Bereitschaft, ihre Probleme nicht nur oberflächlich, sondern in vollem Umfang zu verstehen. Er betonte häufig, dass Obdachlosigkeit nicht nur ein Problem für weit entfernte Personen sei, sondern jeden jederzeit treffen könne. Er versuchte, durch Einfühlungsvermögen und ein Gefühl der Dringlichkeit das Bewusstsein zu schärfen. Prinz William hat sich vor allem in den letzten Jahren stark für die Förderung der psychischen Gesundheit eingesetzt. Er und seine Frau Catherine spielten eine Schlüsselrolle in der Heads Together-Kampagne, mit der das Tabu und die Stigmatisierung von psychischen Problemen gebrochen werden sollte. Wir planen Heads Together, Teil 2, wenn man so will. Aber wenn man sich den Erfolg des letzten Jahres ansieht, ich weiß, wir wiederholen es immer wieder, aber es hat wirklich die nationale Diskussion über psychische Gesundheit verändert. Sie wussten, dass viele Menschen, insbesondere Männer, im Stillen leiden, weil die Gesellschaft von ihnen erwartet, dass sie hart sind und ihre Gefühle unterdrücken. Heads Together unterstützte offene Gespräche über Ängste, Verzweiflung und andere psychische Probleme, um den Menschen den Zugang zu einer Behandlung zu erleichtern. Williams Team betonte, dass die Umgestaltung der Hilfe für psychisch Kranke nicht nur finanzielle Mittel und Bewusstsein erfordert, sondern auch einen kulturellen Wandel. Sie lobten ihn dafür, dass er Initiativen ins Leben gerufen hat, die kostenlose Ressourcen, Schulungen für Mitarbeiter an vorderster Front und gezielte Hilfe für junge Menschen bereitstellen und damit sein Engagement für die Behandlung von Problemen der psychischen Gesundheit auf allen Ebenen unter Beweis stellen. Prinz William kümmert sich nicht nur um die Menschen, sondern auch um die Umwelt und die Tierwelt. Er hat die Natur schon immer gemocht und als Jugendlicher viel Zeit damit verbracht, die Natur zu erkunden. Diese Begeisterung für die Umwelt inspirierte ihn zur Gründung des Earthshot Prize im Jahr 2020. Der Earthshot Prize ist eine globale Initiative, die bahnbrechende Ideen zur Wiederherstellung der zerstörten Ökosysteme unseres Planeten fördert und belohnt. William arbeitete mit Wissenschaftlern, Umweltschützern und Gemeinden auf der ganzen Welt zusammen, um Initiativen zu finden, die sich mit Herausforderungen wie Luftverschmutzung, Meeresgesundheit und nachhaltiger Ressourcennutzung befassen. Sein Team betrachtet die Auszeichnung als eine Methode, um Hoffnung und Inspiration zu wecken, insbesondere bei jungen Menschen, indem gezeigt wird, dass positive Umweltveränderungen durch Zusammenarbeit möglich sind. Der Earthshot Prize ist ein Beispiel für Williams' vorausschauenden Führungsstil, bei dem Zusammenarbeit und Kreativität im Vordergrund stehen. Prinz William hat auch einen bedeutenden Beitrag zum Schutz der Wildtiere geleistet.
Er wurde zum Präsidenten von United for Wildlife gewählt, einer Organisation, die sich für die Unterbindung des illegalen Handels mit gefährdeten Arten einsetzt. In dieser Position arbeitete William intensiv mit einer Vielzahl von Organisationen zusammen, darunter Strafverfolgungsbehörden, Banken und Technologieunternehmen, um die komplizierten Netzwerke zu durchbrechen, die den illegalen Handel mit Wildtieren betreiben. Sein Team erklärte, dass er den Tierschutz als entscheidend für die Erhaltung der Gesundheit der Ökosysteme und die Sicherung der Zukunft unseres Planeten ansieht. Seine Maßnahmen in dieser Region zeugen von seiner umfassenden Naturschutzstrategie, die die Tiergesundheit mit größeren ökologischen und sozioökonomischen Herausforderungen verbindet. Prinz William arbeitete sowohl an weithin bekannten Kampagnen und Projekten als auch an kleineren, persönlicheren Projekten. Er besuchte häufig Kinderkrankenhäuser, Militärstützpunkte und Schulen, wo seine Anwesenheit einen großen Einfluss hatte. Diejenigen, die ihm begegneten, fanden ihn zugänglich und sympathisch, immer bereit, zuzuhören, sachdienliche Fragen zu stellen und denjenigen Unterstützung anzubieten, die sich in einer schwierigen Situation befanden. William war der Meinung, dass selbst kleine Taten eine enorme Wirkung haben können und einen nachhaltigen Effekt auf jeden haben, dem er begegnet. Dank der Royal Foundation, einer Wohltätigkeitsorganisation, die er gemeinsam mit Catherine gegründet hat, konnte er sich eher für langfristige Initiativen als für kurzfristige Kampagnen engagieren. Menschen, die Prinz William gut kannten, behaupteten, dass er es vorzog, sich diskret und unauffällig für wohltätige Zwecke einzusetzen. Er besuchte häufig Wohltätigkeitsinitiativen, ohne die Medien zu informieren, da er lernen und dienen wollte, nicht um sich beliebt zu machen. Die Mitarbeiter der Wohltätigkeitsorganisationen freuten sich darüber, dass er sich an Namen erinnerte, sich nach den Fortschritten erkundigte und den Kontakt noch lange nach seinen Besuchen aufrechterhielt. Was zeigt, dass er echte Beziehungen über oberflächliche Äußerlichkeiten stellte. Er wurde dafür anerkannt, dass er etwas tat, anstatt nur darüber zu reden, was ihm den Respekt von Menschen aus allen sozioökonomischen Schichten einbrachte. William geht weiter. Innerhalb der königlichen Familie vollzog sich ein großer Wandel. Viele Menschen waren überrascht, dass Prinz William neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernahm. Er trat an die Spitze einiger Zweige der Monarchie, insbesondere da König Charles krank war. Diese Veränderung hatte erhebliche Auswirkungen. Prinz William interessierte sich zunehmend für wichtige Themen und vertrat aktiv die königliche Familie. Seine Aktivitäten veränderten die königliche Familie und brachten eine neue Seite von ihm zum Vorschein, die nur wenige zuvor gesehen hatten. Trotz der zeremoniellen Feierlichkeiten und öffentlichen Auftritte übernahm William eine größere Rolle innerhalb der Monarchie. Seine wachsenden Aufgaben überraschten viele, aber er bewältigte sie mit Eleganz und Hingabe. Die Veränderungen, die innerhalb der königlichen Familie stattfanden, waren enorm und weitreichend. Die Führungsrolle von Prinz William wurde immer deutlicher, da er immer mehr Aufgaben übernahm. Ausgelöst wurden diese Entwicklungen durch die Krankheit von König Charles, die dazu führte, dass William in unerwarteter Weise in Erscheinung trat. Das verstärkte Engagement und die Führungsrolle von Prinz William trugen zu einem schleichenden Wandel im Königshaus bei. Die Öffentlichkeit begann, eine andere Seite von William zu sehen, als er größere Aufgaben übernahm. Der wachsende Status von Prinz William innerhalb der Monarchie löste eine unvorhergesehene Veränderung in den Beziehungen der königlichen Familie aus. Trotz seines bescheidenen Auftretens übernahm William aggressiv Führungsaufgaben innerhalb der königlichen Familie. Dieser Übergang war bedeutsam und läutete eine neue Ära für die königliche Familie ein. Die erweiterten Aufgaben von Prinz William veränderten die Funktionsweise der Monarchie. Die Bereitschaft von Prinz William, aufzustehen und zu führen, war die treibende Kraft hinter der Umgestaltung der königlichen Familie. Die subtilen, aber bedeutenden Veränderungen in der königlichen Familie sind in erster Linie auf das verstärkte Engagement von Prinz William zurückzuführen. Seine Aktivitäten veränderten den königlichen Haushalt dramatisch. Die Öffentlichkeit begann, Prinz William in einem anderen Licht wahrzunehmen, als er zusätzliche Aufgaben innerhalb der Monarchie übernahm. Insider behaupteten, dass sich die Wahrnehmung von William durch viele im Palast deutlich verändert habe. Die Mitarbeiter begannen, ihn mit der gleichen Ehrfurcht zu behandeln wie den König. Er wurde nicht mehr als derjenige wahrgenommen, der nur herumsteht. Er wird nun als derjenige angesehen, der wichtige Entscheidungen trifft. William war für vertrauliche Ratssitzungen,
diplomatische Ereignisse und Aktivitäten zuständig, die zuvor König Karl zugewiesen worden waren. Auch wenn Karl formell immer noch König war, veränderte das neue System die Art und Weise, wie die Monarchie im Alltag funktionierte. Es hatte ein System geschaffen, in dem William praktische Autorität ausübte und gleichzeitig die Ansichten seines Vaters zu traditionellen und zeremoniellen Belangen berücksichtigte. Analysten zufolge ist dies das erste Mal, dass die königliche Familie vor einem solchen Dilemma steht. William muss verantwortungsbewusst, sachkundig und kontrolliert sein, wenn er eine Führungsrolle übernimmt. Bislang hat er diese Aufgabe mit Eleganz gemeistert und seine Verantwortung erfolgreich ausgeglichen. Seine Fähigkeit, diese schwierige Situation zu meistern, wurde gewürdigt. Die Öffentlichkeit hat gut darauf reagiert, wie William mit seiner neuen Verantwortung umgeht. Und viele Briten glauben, dass er bereit ist zu regieren. Umfragen zufolge unterstützt die Mehrheit der Menschen, insbesondere die jüngere Generation, die Übernahme dieser Verantwortung durch William. Seine zeitgemäße, sympathische und zugängliche Einstellung zu seinen Aufgaben scheint Menschen anzusprechen, die eine bodenständigere königliche Familie suchen. Ältere Menschen in Großbritannien waren besorgt darüber, dass die übliche Erbfolge unterbrochen werden könnte. Sie schätzten die Tradition und waren besorgt, dass zu schnelle Änderungen das Ansehen der Monarchie untergraben könnten. Die königliche Familie war gespalten zwischen Tradition und Fortschritt. Ihr Urteil über das weitere Vorgehen könnte darüber entscheiden, ob die Monarchie stark bleibt oder zu fallen beginnt. Beobachter hielten dies für die größte dramatische Umwälzung seit dem Thronverzicht von Edward VIII. Im Jahr 1936. Im Gegensatz zu diesem Umstand war dieser Wechsel nicht mit Kontroversen oder Aufregung verbunden. Stattdessen wurde ein neues Maß an Flexibilität an den Tag gelegt, das es ermöglichte, Aufgaben weiterzugeben, bevor die Regentschaft formell beendet war. Obwohl viele Menschen den Wechsel begrüßten, war Camilla am Boden zerstört. Was war der Grund für ihre Traurigkeit? Für Camillas ruhigen Herbst? Was ist der Preis für den Verlust von Energie? Nach Jahren harter Arbeit und Aufopferung fiel es Camilla schwer, abrupt zurückzutreten. Ihre Angehörigen brachten zum Ausdruck, dass sie das Gefühl hatte, all ihre Bemühungen würden übersehen. Sie hatte unermüdlich gearbeitet, um die Wertschätzung der Öffentlichkeit zu gewinnen, ihre königlichen Pflichten zu erfüllen und ihren Mann zu unterstützen. Doch nun wurde ihr geraten, sich diskret aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Der Wandel vollzog sich zwar nicht sofort, aber doch sehr schnell. Als König Charles offiziell zurücktrat und die Macht an Prinz William übergab, änderte sich Camillas Status. Obwohl sie den Titel beibehielt, hörte sie über Nacht auf, aktiv als Königin-Gemahlin zu fungieren. Ihre öffentlichen Verpflichtungen wurden seltener. Ihr Einfluss auf die Entscheidungen des Palastes wurde weniger sichtbar. Einige der Räume, zu denen sie zuvor Zugang hatte, waren plötzlich tabu. Ihr Platz im Zentrum der königlichen Angelegenheiten war nicht mehr sicher. Während dieser Zeit bemerkten viele, die sie sahen, dass sie versuchte, ruhig zu bleiben. Sie nahm weiterhin an Veranstaltungen teil und unterstützte König Karl, wenn es nötig war. Ihre Mimik, die zuvor selbstbewusst war, wirkte plötzlich angespannt. Sie hatte nicht mehr so viel Macht und Einfluss wie früher. Anstatt sich auf die königlichen Beziehungen zu konzentrieren, schienen ihre Gedanken weniger relevant. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hatte Camilla Mühe, mit dem plötzlichen Gefühl der Bedeutungslosigkeit fertig zu werden. Sie hatte sich mit ihrer Position als königliche Gemahlin identifiziert, aber jetzt schien dies nicht mehr relevant zu sein. Trotz der Herausforderungen, die sie überwinden musste, um ihr Amt zu erhalten, schien alles vorbei zu sein. Die königliche Familie reagierte schnell und richtete die ganze Aufmerksamkeit auf Prinz William und Prinzessin Catherine. Das Volk schien diese Veränderung zu begrüßen. Viele sahen darin einen Neuanfang. Camilla fiel es schwer, sich hinter verschlossenen Türen zurechtzufinden. Sie vermisste die täglichen Zusammenkünfte, die Autorität und das Gefühl der Wichtigkeit, das mit der Stellung im Zentrum der Monarchie einherging. Obwohl sie immer noch eine Ehefrau und ein Mitglied der Familie war, war sie nicht Teil der Zukunft. Ihr Name erregte nicht mehr die Aufmerksamkeit, die er einst hatte. Über ihre Arbeit wurde nicht gesprochen. Obwohl sie früher ein wichtiger Teil des königlichen Lebens war, beobachtete sie jetzt nur noch am Rande. Als Prinz William und Prinzessin Catherine ihre neuen Aufgaben übernahmen, standen sie im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Sie wurden als zukünftige Führungspersönlichkeiten angesehen. Der Palast begann, sich um ihre Interessen und Werte zu kümmern. Camilla,
die einst von großer Bedeutung war, wurde nun als Geschichte betrachtet. Menschen, die ihr nahe standen, sagten, dass sie oft darüber nachdachte, wie schnell sich die Dinge verändert hatten. Sie hatte hart gearbeitet, um sich Respekt zu verschaffen, aber all das war innerhalb weniger Wochen verschwunden. Das war eine harte Realität, besonders für jemanden, der so hart um seine Anerkennung gekämpft hatte. Was denken Sie über den Wunsch von König Charles? Denken Sie, dass William ihn verdient hat? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Und vergessen Sie nicht, das Video zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Bevor Sie gehen, klicken Sie auf das Video, das auf Ihrem Bildschirm erscheint.